Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute möchte ich mit Ihnen über ein besonders schwieriges Kapitel der Geschichte sprechen: Kinder im Zweiten Weltkrieg. Wenn wir an den Krieg denken, sehen wir oft Soldaten, Schlachtfelder und politische Führer vor uns. Doch hinter dieser großen Geschichte stehen Millionen von Kindern, deren Kindheit durch den Krieg gestohlen wurde. Kinder, die Hunger litten, die ihre Häuser verloren, die erleben mussten, wie ihre Familien auseinandergerissen wurden. Kinder, die zu früh erwachsen werden mussten. Der Zweite Weltkrieg dauerte von 1939 bis 1945 und kostete mehr als 60 Millionen Menschen das Leben. Unter den Opfern befanden sich Millionen von Kindern. Einige starben in Bombenangriffen, andere verhungerten, viele wurden deportiert oder ermordet. Aber es gab auch jene, die überlebten und deren Erinnerungen uns heute helfen, die wahren Schrecken des Krieges zu verstehen. Diese Geschichten sind nicht leicht anzuhören, aber sie sind wichtig. Sie erinnern uns daran, warum Frieden so kostbar ist und warum wir alles tun müssen, um zukünftige Generationen vor solchen Schrecken zu bewahren. Als am 1. September 1939 deutsche Truppen in Polen einmarschierten, veränderte sich das Leben von Millionen Kindern für immer. Viele Kinder verstanden zunächst nicht, was geschah. Sie sahen ihre Eltern plötzlich weinen, hörten ernste Gespräche, die abrupt endeten, wenn sie den Raum betraten. Die Erwachsenen versuchten, die Kinder zu schützen, ihnen die Wahrheit zu ersparen, aber der Krieg ließ sich nicht verstecken. In den ersten Kriegswochen und Kriegsmonaten begann für viele Kinder eine Zeit der Trennung. In England wurden fast 1 Million Kinder aus den Städten evakuiert und aufs Land geschickt, zu fremden Familien. Stellen Sie sich vor, Sie sind 8 Jahre alt, stehen an einem Bahnhof mit einem kleinen Koffer in der Hand und einem Schild um den Hals. Ihre Mutter weint, Ihr Vater ist vielleicht schon im Krieg. Sie steigen in einen Zug und wissen nicht, wohin sie fahren, wissen nicht, wann sie ihre Familie wiedersehen werden. Ein Mädchen namens Mary erinnerte sich später, sie sei auf einem Bauernhof in Wales gelandet, wo niemand ihre Sprache sprach. Sie habe jede Nacht geweint und auf einen Brief ihrer Mutter gewartet. Die Evakuierung sollte die Kinder retten, aber für viele war es eine traumatische Erfahrung der Entwurzelung und Einsamkeit. In Deutschland wurden Kinder zunächst von der Propaganda erfasst. Die Hitlerjugend organisierte Lager und Aktivitäten, die Krieg und Militär glorifizierten. Jungen träumten davon, Soldaten zu werden, Mädchen sollten auf ihre Rolle als Mütter vorbereitet werden. Die Schule wurde zum Ort der Indoktrination. Aber hinter der Fassade der Begeisterung wuchs auch hier die Angst, besonders als die ersten Väter und älteren Brüder nicht mehr nach Hause zurückkehrten. Ab 1940 begannen die Bombenangriffe, die das Leben der Kinder in den europäischen Städten grundlegend veränderten. In London, Coventry, Hamburg, Dresden, Berlin und vielen anderen Städten wurde der Luftschutzkeller zum zweiten Zuhause. Kinder lernten, die Sirenen zu erkennen. Sie wussten, dass sie innerhalb von Minuten ihre Spielsachen fallen lassen und in den Keller rennen mussten. Ein Junge aus Hamburg beschrieb später, wie er als 8-Jähriger die Operation Gomorrha erlebte, die verheerenden Bombenangriffe im Juli 1943. Er erzählte von der unerträglichen Hitze, vom Feuersturm, der die ganze Stadt erfasste. Seine Familie hatte sich im Keller verkrochen. Stundenlang hörten sie die Bomben fallen, spürten, wie die Erde bebte. Als sie am nächsten Morgen herauskamen, war ihre Straße nicht mehr wieder zu erkennen. Überall Trümmer, Feuer, Rauch. Er sah Dinge, die kein Kind sehen sollte, verletzte Menschen, Tote unter den Trümmern, Menschen, die nach ihren Angehörigen schrien. Für die Kinder wurde dies zur Normalität. Sie spielten in Ruinen, sammelten Granatsplitter als Trophäen, kannten den Unterschied zwischen verschiedenen Bombentypen am Geräusch. Eine schreckliche Art von Expertise, die Kindern niemals hätte zuteil werden sollen. In den Kellern versuchten die Mütter, ihre Kinder abzulenken. Sie sangen Lieder, erzählten Geschichten, spielten Spiele. Aber die Angst war allgegenwärtig. Kinder entwickelten Ängste und Albträume,
die sie oft ihr ganzes Leben lang begleiteten. Viele Kinder machten sich ins Bett, andere konnten nicht mehr sprechen. Die psychischen Wunden des Krieges waren oft unsichtbar, aber nicht weniger schmerzhaft. In England gab es ähnliche Erfahrungen. Der Blitz, die deutschen Bombenangriffe auf London und andere Städte zwischen 1940 und 1941 prägte eine ganze Generation. Kinder schliefen Nacht für Nacht in U-Bahn-Stationen, die zu Luftschutzbunkern umfunktioniert worden waren. Sie gewöhnten sich an den Geruch von Angst und Schweiß, an das Gefühl, nie sicher zu sein. Mit fortschreitendem Krieg wurde die Versorgungslage immer schwieriger. Lebensmittelmarken wurden zum wichtigsten Besitz jeder Familie. Kinder kannten kein normales Essen mehr. Sie wussten nicht, wie eine Banane schmeckte, hatten vergessen, wie es war, satt zu sein. In den belagerten Städten war es am schlimmsten. Leningrad, das heutige St. Petersburg, wurde von deutschen Truppen 900 Tage lang belagert. Über 1 Million Menschen starben, viele davon verhungerten. Kinder aßen Kleister, Leder, Ratten. Mütter gaben ihren Kindern ihre eigenen Rationen und starben dabei selbst. Kinder sahen ihre Geschwister verhungern, wurden selbst zu wandelnden Skeletten. Eine Überlebende, Tatjana, erinnerte sich, wie sie als 10-Jährige durch die Straßen von Leningrad ging und überall Leichen sah. Menschen, die einfach auf der Straße zusammengebrochen waren. Sie erzählte, wie ihr kleiner Bruder starb, wie ihre Mutter ihn in eine Decke wickelte, aber keine Kraft mehr hatte, ihn zu beerdigen. Der Junge blieb wochenlang in der gefrorenen Wohnung liegen, bis endlich ein Bestattungstrupp kam. Aber auch in Deutschland verschlechterte sich die Situation dramatisch, besonders gegen Kriegsende. In den Städten gab es kaum noch zu essen. Kinder wurden auf Felder geschickt, um nach Kartoffeln zu suchen, sammelten Brennnesseln und Löwenzahn. Alles, was irgendwie essbar war, landete im Topf. Kinder entwickelten Krankheiten durch Mangelernährung, Rachitis, Skorbut, Hungerödeme. Die Schulen, soweit sie noch existierten, waren kalt. Es gab keine Heizung, keine Bücher, oft keine Lehrer mehr. Kinder lernten, mit Kohle auf Schiefertafeln zu schreiben, weil es kein Papier gab. Sie froren in ihren dünnen Kleidern, hatten keine Schuhe mehr, die passten. Viele trugen die Kleidung von verstorbenen Geschwistern oder von Kindern, die evakuiert worden waren. Wenn wir über Kinder im Zweiten Weltkrieg sprechen, müssen wir besonders über jüdische Kinder sprechen. Für sie bedeutete der Krieg nicht nur Gefahr und Entbehrung, sondern systematische Verfolgung und Vernichtung. Von den etwa 1,5 Millionen jüdischen Kindern, die vor dem Krieg in Europa lebten, überlebten nur wenige. Die Verfolgung begann schleichend. Jüdische Kinder durften nicht mehr auf Spielplätze, nicht mehr ins Schwimmbad, nicht mehr in die Schule mit ihren Freunden. Sie mussten den gelben Stern tragen. Sie sahen, wie ihre Eltern gedemütigt wurden, wie die Nachbarn sich abwandten, wie ihre Welt immer kleiner wurde. Dann kamen die Deportationen. Familien wurden mit nur einem Koffer aus ihren Wohnungen geholt und in überfüllte Züge gepfercht. Kinder sahen ihre Großeltern zusammenbrechen, hörten das Weinen der Babys, spürten die Panik der Erwachsenen. Die Züge fuhren nach Osten, nach Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Bergen-Belsen. In den Konzentrationslagern wurden die meisten Kinder sofort nach der Ankunft ermordet. Sie wurden von ihren Müttern getrennt und in die Gaskammern geschickt. Nur wenige, meist ältere Kinder, wurden zur Arbeit ausgewählt. Diese Kinder erlebten Dinge, die unbeschreiblich sind. Sie sahen, wie ihre Familien ermordet wurden, mussten selbst schwerste Arbeit verrichten, litten Hunger und Kälte, wurden geschlagen und misshandelt. Anne Frank ist wohl das bekannteste jüdische Kind des Holocaust. 2 Jahre lang versteckte sie sich mit ihrer Familie in einem Hinterhaus in Amsterdam. In ihrem Tagebuch beschrieb sie ihre Ängste, ihre Hoffnungen, ihren Glauben an das Gute im Menschen. Sie wurde verraten, deportiert und starb kurz vor Kriegsende in Bergen-Belsen. Ihr Tagebuch überlebte und wurde zum Symbol für das Leid der jüdischen Kinder. Aber es gab auch Kinder, die überlebten. Manche wurden von mutigen Menschen versteckt, die ihr eigenes Leben riskierten.
Christliche Familien, Klöster, Widerstandskämpfer nahmen jüdische Kinder auf und gaben ihnen falsche Identitäten. Diese Kinder mussten lernen, sich zu verstellen, ihre Religion zu verleugnen, ihre Eltern zu vergessen. Sie lebten in ständiger Angst, entdeckt zu werden. Gegen Ende des Krieges, als Deutschland immer verzweifelter wurde, wurden sogar Kinder zu Soldaten gemacht. Die Hitlerjugend, die ursprünglich als Jugendorganisation gedacht war, wurde militarisiert. Jungen ab 16, später sogar ab 14 Jahren, wurden eingezogen und an die Front geschickt. In Berlin, in den letzten Kriegstagen im April 1945, kämpften Kinder in den Straßen gegen die anrückende Rote Armee. Bewaffnet mit Panzerfäusten, ohne Ausbildung, ohne Chance, verteidigten sie die Hauptstadt eines Regimes, das sie verraten hatte. Viele dieser Jungen starben sinnlos in den letzten Kriegstagen. Ein Überlebender, Klaus, erzählte später, wie er als 15-Jähriger in die Verteidigung Berlins eingezogen wurde. Er hatte nie zuvor eine Waffe abgefeuert. Man gab ihm eine Panzerfaust und schickte ihn auf die Straße. Um ihn herum starben seine Kameraden, erwachsene Soldaten flohen, aber ihm hatte man gesagt, dass Flucht Verrat sei. Er überlebte nur, weil ein älterer Soldat ihn in einen Keller zerrte und ihm befahl, sich zu verstecken, bis die Russen kamen. Auch auf der anderen Seite gab es Kindersoldaten. In der Sowjetunion wurden Kinder als Partisanen eingesetzt, kämpften hinter den feindlichen Linien, trugen Nachrichten, versorgten verwundete Soldaten. Viele dieser Kinder hatten ihre Familien verloren und sahen im Kampf den einzigen Weg, sich zu rächen oder nützlich zu sein. Die Propaganda hatte eine ganze Generation von Kindern vergiftet. Sie hatten gelernt, den Feind zu hassen, den Tod für das Vaterland als ehrenvoll zu betrachten. Erst nach dem Krieg, wenn überhaupt, erkannten viele, wie sie manipuliert und missbraucht worden waren. In den letzten Kriegsmonaten und nach Kriegsende erlebten Millionen von Kindern Flucht und Vertreibung. Als die Rote Armee nach Westen vordrang, flohen Hunderttausende von Familien aus den Ostgebieten. Im Winter 1944/45 zogen endlose Trecks durch Schnee und Eis, versuchten, nach Westen zu kommen. Kinder erfroren auf diesen Märschen. Familien wurden getrennt. Mütter verloren ihre Kinder in der Masse, Kinder wachten auf und fanden ihre Mutter tot neben sich. Die Straßen waren übersät mit Karren, Koffern, Leichen. Russische Flugzeuge beschossen die Flüchtlingskolonnen. Menschen starben an Erschöpfung, an Kälte, an Verzweiflung. Die Wilhelm Gustloff, ein Schiff, das Flüchtlinge evakuieren sollte, wurde im Januar 1945 von einem sowjetischen U-Boot torpediert. Mehr als 9000 Menschen ertranken, darunter Tausende von Kindern. Es war die größte Schiffskatastrophe der Geschichte, aber im Chaos des Kriegsendes ging sie fast unter. Nach Kriegsende ging die Vertreibung weiter. Deutsche Familien wurden aus Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn vertrieben. Kinder erlebten Gewalt und Demütigung. Sie mussten ihre Heimat verlassen, alles zurücklassen, was ihnen vertraut war. In den Vertreibungslagern starben viele an Hunger und Krankheiten. Aber auch in anderen Teilen Europas waren Millionen von Kindern auf der Flucht. Polnische Kinder, die deportiert worden waren, versuchten, nach Hause zurückzukehren. Jüdische Waisen, die als einzige ihrer Familie überlebt hatten, wussten nicht, wohin sie gehen sollten. Das Ende des Krieges bedeutete nicht das Ende des Leidens. Als die Alliierten die Konzentrationslager befreiten, fanden sie dort auch Kinder, ausgemergelt, krank, traumatisiert. Diese Kinder hatten ihre Familien verloren, manche waren so jung, dass sie sich kaum an ein Leben vor dem Lager erinnern konnten. Die Befreier versuchten, ihnen zu helfen, aber die physischen und psychischen Schäden waren immens. Viele dieser Kinder wurden in Waisenhäuser gebracht oder von Hilfsorganisationen betreut. Einige wurden adoptiert, andere wanderten nach Israel oder Amerika aus. Aber die Narben blieben. Jahrzehnte später litten diese Menschen noch unter Albträumen, Ängsten, dem Gefühl, nie wirklich sicher zu sein. In den zerstörten Städten Deutschlands wuchsen die Trümmerkinder heran.
Das waren die Kinder, die in Ruinen spielten, die beim Wiederaufbau halfen, Ziegel sammelten, Schutt wegräumten. Sie hatten keine richtige Kindheit, sondern mussten früh Verantwortung übernehmen. Viele hatten ihre Väter verloren, ihre Mütter mussten arbeiten, also kümmerten sich die älteren Geschwister um die jüngeren. Die Schulen öffneten langsam wieder, aber es fehlte an allem: Lehrer, Bücher, Hefte, Stifte. Der Unterricht fand oft in notdürftig reparierten Räumen statt. Kinder saßen auf Trümmern und lernten lesen und schreiben. Aber sie lernten auch, mit dem Trauma umzugehen, auch wenn damals niemand dieses Wort benutzte. Interessant ist, dass viele dieser Kinder später nie über ihre Erlebnisse sprachen. Sie schwiegen, verdrängten, wollten nach vorne schauen. Erst als sie alt waren, begannen manche zu erzählen, erkannten, wie wichtig es war, Zeugnis abzulegen. Nach dem Krieg gab es Millionen von Kriegswaisen in Europa. Kinder, die ihre gesamte Familie verloren hatten, streunten durch die Ruinen, schliefen in Kellern, bettelten um Essen. Die Alliierten richteten Lager für diese Displaced Persons ein, versuchten, die Kinder zu identifizieren und ihre Familien zu finden. Aber viele Familien existierten nicht mehr. Ganze Verwandtschaften waren ausgelöscht worden. Manche Kinder wussten nicht einmal mehr ihren richtigen Namen, weil sie so lange unter falscher Identität gelebt hatten. Jüdische Kinder, die bei christlichen Familien versteckt worden waren, mussten entscheiden, ob sie zu ihrer jüdischen Identität zurückkehren oder bei ihren Rettern bleiben wollten. Eine unmögliche Wahl für ein Kind. Es gab Organisationen, die versuchten, jüdische Kinder nach Palästina zu bringen oder Adoptivfamilien zu finden. Aber nichts konnte die verlorene Familie ersetzen. Diese Kinder trugen eine tiefe Einsamkeit in sich, ein Gefühl der Entwurzelung, das sie nie ganz loswerden konnten. In Russland gab es ganze Waisenhäuser voller Kriegskinder. Viele dieser Kinder wurden vom Staat erzogen, sollten zu sowjetischen Bürgern geformt werden. Aber auch sie trugen die Last der Vergangenheit mit sich. Manche wussten nicht, dass sie ursprünglich aus Deutschland oder Polen stammten, dass ihre Eltern im Krieg gestorben waren. Die Kinder des Zweiten Weltkriegs trugen die Folgen ihrer Erlebnisse ihr ganzes Leben lang. Viele litten unter posttraumatischen Belastungsstörungen, auch wenn diese Krankheit damals noch nicht so hieß. Sie hatten Albträume, Panikattacken, konnten nicht über ihre Erlebnisse sprechen. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Kriegstraumata sogar an die nächste Generation weitergegeben werden können. Die Kinder der Kriegskinder wuchsen oft mit Eltern auf, die emotional nicht verfügbar waren, die überängstlich waren oder im Gegenteil völlig verschlossen. Die Traumata wirkten weiter, auch wenn niemand darüber sprach. Viele ehemalige Kriegskinder berichteten von einem gestörten Verhältnis zu Essen. Wer Hunger gelitten hatte, konnte später nichts wegwerfen, hortete Vorräte, hatte Angst vor Mangel. Andere konnten nicht gut schlafen, weil sie jahrelang durch Sirenen und Bombenangriffe geweckt worden waren. Interessant ist auch, wie unterschiedlich Menschen mit ihren Traumata umgingen. Manche wurden Pazifisten, engagierten sich für Frieden und Versöhnung. Andere verdrängten alles, wollten nie wieder an den Krieg erinnert werden. Wieder andere wurden hart und misstrauisch, hatten Mühe, anderen Menschen zu vertrauen. Erst in den letzten Jahrzehnten haben Historiker und Psychologen begonnen, systematisch die Erfahrungen der Kriegskinder zu erforschen. Zeitzeugeninterviews wurden durchgeführt, Archive wurden geöffnet. Es stellte sich heraus, dass Millionen von Menschen still mit ihren Traumata gelebt hatten, ohne je Hilfe zu bekommen. Heute leben nur noch wenige Zeitzeugen, die als Kinder den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Die jüngsten von ihnen sind über 80 Jahre alt. Ihre Stimmen werden leiser, bald werden sie verstummen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir ihre Geschichten bewahren, dass wir zuhören, solange es noch möglich ist. In vielen Ländern gibt es Projekte, bei denen Schüler Zeitzeugen interviewen, ihre Geschichten aufzeichnen. Diese Arbeit ist unendlich wertvoll. Denn die persönlichen Erinnerungen machen Geschichte lebendig, machen deutlich, was Krieg wirklich bedeutet. Keine Geschichtsbuchzahl kann das ersetzen, was ein Mensch erzählt, der selbst dabei war.
Die Geschichten der Kriegskinder erinnern uns auch daran, wie wichtig es ist, Kinder zu schützen. In Kriegen heute, in Syrien, im Jemen, in der Ukraine, leiden wieder Kinder. Sie erleben Bomben, Flucht, Hunger, Verlust. Die Geschichte wiederholt sich, auch wenn sich die Namen und Orte ändern. Wir haben die Verantwortung, aus der Geschichte zu lernen. Das bedeutet nicht nur, die Fakten zu kennen, sondern zu verstehen, was Krieg mit Menschen macht, besonders mit den Schwächsten, den Kindern. Es bedeutet, sich für Frieden einzusetzen, für Diplomatie, für gewaltfreie Konfliktlösung. Die UN-Kinderrechtskonvention, die nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt wurde, versucht, Kinder besser zu schützen. Kinder sollen nicht mehr als Soldaten eingesetzt werden, sollen Zugang zu Bildung haben, sollen in Würde aufwachsen können. Aber die Realität sieht oft anders aus. Noch immer werden diese Rechte in vielen Teilen der Welt verletzt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind am Ende dieser schwierigen Reise durch die Erfahrungen von Kindern im Zweiten Weltkrieg angelangt. Es waren harte Geschichten, die wir heute gehört haben. Geschichten von Leid, von Verlust, von Traumata, die ein Leben lang nachwirken. Aber es waren auch Geschichten von Überleben, von Widerstandskraft, von der unglaublichen Fähigkeit von Kindern, selbst unter den schrecklichsten Umständen weiterzumachen. Viele dieser Kinder wurden später zu Menschen, die ihr Leben der Versöhnung widmeten, die ihre Erfahrungen weitergaben, damit kommende Generationen aus ihnen lernen könnten. Was können wir aus diesen Geschichten mitnehmen? Erstens, Krieg trifft immer die Unschuldigsten am härtesten. Kinder haben keine Wahl, sie können nicht fliehen, können sich nicht wehren, können nicht entscheiden. Sie sind den Entscheidungen der Erwachsenen ausgeliefert. Zweitens, die Folgen von Krieg reichen weit über das Ende der Kampfhandlungen hinaus. Traumata werden weitergegeben, Gesellschaften brauchen Generationen, um zu heilen. Drittens, jede einzelne Geschichte ist wichtig. Hinter jeder Zahl, jeder Statistik stehen echte Menschen mit echten Schicksalen. Der Zweite Weltkrieg endete vor fast 80 Jahren. Aber seine Schatten reichen bis in unsere Gegenwart. Die Kinder von damals sind die Großeltern und Urgroßeltern von heute. Ihre Erfahrungen haben ihre Familien geprägt, haben unsere Gesellschaften geformt. Wenn wir verstehen wollen, wer wir heute sind, müssen wir verstehen, was damals geschah. Und vor allem müssen wir die Mahnung hören, nie wieder. Nie wieder dürfen wir zulassen, dass Kinder solches Leid erfahren müssen. Das ist unsere Verantwortung, heute und in Zukunft. Denn Frieden ist nicht selbstverständlich, er muss jeden Tag neu erkämpft und bewahrt werden. Die Stimmen der Kriegskinder werden bald verstummen. Aber ihre Botschaft muss weiterleben. Erinnern wir uns. Lernen wir daraus. Und arbeiten wir gemeinsam für eine Welt, in der Kinder in Frieden und Sicherheit aufwachsen können. Das sind wir den Kindern von damals schuldig, und das sind wir den Kindern von heute und morgen schuldig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.